Sie führt deshalb immer noch Jelena Piskun und jetzt Lilia aus. Lilia Podkopajeva. Sie kommt aus der Ukraine. Ja, nur die Ruhe bewahren heißt das jetzt. Und auch Verabredung mit dem Trainer, was ist zu machen. Sie rutscht weg, da ist kein Abdruck und sie rollt sich ganz, ganz eng zusammen. Macht das einzig Richtige, damit da nichts passiert. Da sind die Unfälle schon passiert. Schwere Unfälle zum Teil, gerade und genau bei solchen Situationen. Sie hat instinktiv sich ganz, ganz klein gemacht. Kann man froh sein, dass das so glimpflich abging. Aber einen zweiten Sprung macht sie trotzdem noch. Um allen zu zeigen, seht her, ich kann's. Und dann böser Blick an das Gerät fast. Das ist vielleicht auch das richtige Mittel, um nach einem solchen Missgeschick das schnellstmöglich wegzustecken. Wenn man 2-3 Minuten später gleich wieder springt und dann so wie sie, wie Lilia Podkopajeva, dann weiß man, das war nur ein einmaliger Ausrutscher. Sehr weit entfernt vom Gerät. Das war eigentlich der beste Überschlagsalto vorwärts gebückt mit Drehung, den sie zeigte. Aber das hilft ihr nichts. Ja, sie gehören mittlerweile zwar verschiedenen Nationen an, die eine aus Weißrussland, die andere aus der Ukraine, aber sie fühlen sich halt doch noch verbunden, haben ja auch früher viel zusammen trainiert in der sowjetischen Mannschaft, sprechen die gleiche Sprache. Sie werden sich noch nicht viele Gedanken um das alles machen, was da passiert ist auf der politischen Ebene. Sie sind Freunde und Freundinnen geblieben und geben damit eigentlich ein gutes Beispiel auch für das richtige Leben. Was früher zusammen war, ist jetzt getrennt und viele, viele menschliche Verbindungen sind zerbrochen daran, nicht so im Sport. Eine nette Unterhaltung auch von Klara Kudilkova mit Jelena Piskun. Daumen drücken also. Und sie ist jetzt da, fast abwesend, ein bisschen verträumt wirkend. Nochmal einspringen, nochmal Warming up. Shannon Miller, die Weltmeisterin im Mehrkampf. Shannon Miller war ursprünglich ja qualifiziert für dieses Sprungfinale, aber hat dann zurückgezogen und das sind dann die Chancen für die Ersatzturnerinnen. In diesem Fall war es Oksana Chusovitina, die zweite Ersatzturnerin am Pferdsprung ist Stella Yuma aus Kanada. Jofa Arazoy aus Kuba. Die Kubanerin ist die nächste Springerin.
Ja, das Einzelgerätefinale, verehrte Zuschauer, das zieht sich erfahrungsgemäß immer etwas in die Länge. Das liegt zum einen am Kampfgericht, aber auch am Wettbewerb an sich, der ganz einfach ein bisschen dauert. Jetzt wissen sie nicht, wie sie die Wertung anlegen sollen für Lilia Podkopajeva. Dabei ist die Wertung für sie nur noch reine Formsache, es geht eh um nichts. Nur dass auf dem Papier was steht. Sie hat nach dem ersten Sprung sowieso keine Chance mehr, eine Medaille zu gewinnen. Das ist auch natürlich jetzt schwierig für Arasoy Jova, so heißt es ganz genau. Auch Ania Portundo, ihre Clubkameradin, ist in einem Finale, nämlich am Stufenbarren dabei. Also Kunstturnen in Kuba, es geht wieder aufwärts. Der Stadionsprecher versucht, den jetzt allmählich ungeduldig werdenden Zuschauern zu erläutern, weshalb, wieso man jetzt im Moment eine kleine Unterbrechung hat. So wird sie allmählich zum Fernsehstar, Lilia Podkopajeva. Hier sehen Sie die Wertungen und vor allem die großen Differenzen. Und möglicherweise wird auch die Schuld am Gerät gesucht. Das heißt, man gibt ihr die Möglichkeit, einen zweiten Sprung. Und das ist natürlich schon eine tolle Entscheidung. Die wird auch begrüßt von Jelena Piskün, die im Moment führt. Das finde ich großartig. The problem was they were deliberating over the first vault, whether to score that or not, and they didn't see the second vault. So this classed as her second vault. Ja, das gibt es ja dann auch wieder nicht, dass die Kampfrichterinnen den zweiten Sprung nicht gesehen haben, weil sie noch damit beschäftigt waren, den ersten Sprung, ja, der erste 8,225, weil sie den ersten Sprung noch niedergeschrieben haben. Das ist ja ein unglaubliches Ding. Das ruft für wahr Kopfschütteln hervor, verehrte Zuschauer. Das finde ich großartig, dass diejenige, die im Moment führt, jetzt auch noch klatscht. So, jetzt ist die erste Gruppe abgeschlossen. Jurchenko dann gehockt und die Drehung. Das sehen wir noch einmal. Jetzt der Abdruck, der Salto und die gleichzeitige Drehung um die Körperlängsachse. (8,893) letztlich. Also das ist alles in allem extrem unglücklich gelaufen bei Lilia Podkopajeva, und ich gebe es jetzt ganz ehrlich zu, ich blicke auch nicht mehr ganz hundertprozentig durch, was da nun passierte, denn der zweite Sprung war sicherlich keine 8, noch was, der Überschlagsalto vorwärts gebückt, sondern das war weit auch eine 9.